Wie wir wissen, sind wir unterschiedlichsten Einflüssen von außen ausgesetzt, beispielsweise Chemtrails, beispielsweise HAARP, Entwicklungen, die inzwischen auch wissensmäßig, informationsmäßig im Mainstream angekommen sind und denen man scheinbar völlig schutz- und hilflos ausgeliefert ist, die man hinnehmen muss. Dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist und dass es doch Möglichkeiten gibt, hier Dinge ja, zu harmonisieren und wieder in die Ordnung zu bringen, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Angefangen, lieber Madjid, hast du vor vielen, vielen Jahren in deiner algerischen Heimat und hast das uralte Wissen, oder das alte Wissen, so uralt ist es auch nicht, von Schauberger und Reich genutzt, um in einer Region, die Probleme mit Niederschlag, mit Regen hat, Dinge zu ändern. Das war so der Ausgangspunkt. Und da sind fantastische Projekte entstanden. Bleiben wir ganz kurz dabei, was sich da inzwischen entwickelt hat, bevor wir jetzt zu den Dingen kommen, die plötzlich eine politische Komponente haben. Als du angefangen hast in Algerien, wie sind die Offiziellen mit dir umgegangen? Bist du ernst genommen worden oder war das der Spinner in der Wüste, der da irgendetwas bastelt? Wie war das ganz am Anfang? Damals war es richtig komisch, weil Algerien war in einer Zwickmühle sozusagen. Da war der Terrorismus sehr stark. Der Tourismus ging sehr zurück. Und man hat mich fast ausgenutzt, indem man mich hier eingesetzt hat auf der ITB in Berlin, um Werbung zu machen. Und man hat damals propagiert einfach, um Touristen dazu haben, wenn Terrorismus in Algier im Norden ist. Djanet, wo wir das gemacht haben, in dem Großsüden, ist 2500 Kilometer weit von Algier. Und man hat argumentiert, Berlin ist ungefähr 2000 Kilometer, das heißt, hat Berlin zu befürchten, nicht Djanet da unten. Ja? Und dann habe ich die erste Operation gemacht bei Tlemcen, Beni Behdel. Und es war erfolgreich und zum Schluss irgendwie ist das umgeschlagen, es hat geregnet und so, aber die Leute waren nervös und ich hatte damals richtig mit Wilhelm Reich gearbeitet, nicht mit Tesla und so, nicht diese Methode, die ich dann abgeändert hatte. Wir haben einen Riesenstaudamm und die emotionale, verstaute, wie sagt man, Pestzustände, die man drin hatte, die waren so groß, dass beim Sekretär vom Minister, der dabei war, der hat mir die Sachen irgendwie beschlagnahmt und der hat sich komisch verhalten und das war so krass für mich. Ich dachte, ich arbeite nicht mehr mit Regierungen einfach. Ja. Und seitdem, wie du sagst, also habe ich beschlossen, im Hintergrund für das Wohle der Menschheit zu arbeiten, was zu machen. Und wie sagt man, mein Dank für sowas ist ja nicht das Geld, was damals versprochen war von Regierungen, sondern wirklich, was die Natur dann zeigt hinterher. Ja. Und das ist mir dann gelungen einfach. Ja. Du hast in Algerien ja wirklich aus einer, also Desert Greening ist ja nicht nur dein Label, sondern es ist ja auch genau das, was passiert ist, aus einer Wüste eine Begrünung, eine wunderschöne Landschaft gemacht, auf der unterschiedliche Dinge plötzlich wachsen und gedeihen. Und es gibt herrliche Bilder von Trüffelernten bei euch in Algerien, wo man einfach nur sagt, das ist ja gigantisch, was da plötzlich möglich ist. Und
das hat sich weiterentwickelt. Also, Ja, es hat sich weiterentwickelt. Insofern, dass jetzt zwischen meinem Projekt und Algier, die Regierung hat beschlossen, in Bouguezoul heißt das, der Ort, eine Stadt für 400.000 Einwohner zu schaffen, im Stile so Dubai mit Hochgebäuden und alles. Das kann man auch sehen. Aus dem Boden stampfen, ja. Aus dem Boden, weil es da Seen sich gebildet haben. Und jetzt der letzte Schrei sozusagen, weil das Wasserspiegel ist um 30 Meter minimal so gestiegen in der Wüste. Wasser ist reichlich, alle Staudämme sind voll. Man hat nicht diesen Zustand, wo ich damals bei dir war und berichtet habe 2003. Also die Regierung hatte beschlossen, Wasser mit Schiffen zu importieren. Jetzt haben wir Wasser. Wirklich, sogar Coca-Cola ist da, um unser Wasser zu kaufen, was ich für eine Schande finde. Und jetzt hat die Regierung wirklich sich was ausgedacht, statt jetzt Getreide von außen zu kaufen. Jeder kann in der Wüste das Land einfach nehmen und Getreide anpflanzen. Und die Regierung kommt mit ihrer Dresch- und Mähmaschinen und kauft ihnen das ab und macht alles. Das heißt, wenn man jetzt von Algier zu uns fährt, da hat man Riesenflächen, die ganz grün sind, einfach voller Getreide. Und deshalb haben wir auch selber, also ungefähr 15 Hektar dieses Mal Kamut einfach gepflanzt. Dazu habe ich auch tolle Bilder. Und da kann man nur sagen, das ist eine Riesenveränderung jetzt. Ja. Und es ist eben nicht irgendein Getreide, das ist das Besondere. Wir wissen ja inzwischen, wie problematisch der hier zu Tode gezüchtete Weizen ist. Die anderen Sorten sind ein Stück weit besser, aber auch nicht wirklich optimal. Während du mit Khorasan, also dem Urkorn, etwas hast, was ja noch völlig unverfälscht seit ein paar tausend Jahren so existiert und den ganzen Züchtungsentwicklungen der modernen Pflanzenzüchtung hat widerstehen können, weil es einfach das nicht gegeben hat. Also es wird ein ganz besonderes Getreide dort angebaut. Na, ich habe den echten Khorasan von Ratchila, also der Aranda, der in der Schweiz ist. Der ist der Vertreter von Emuto hier. Und der macht diese Bilder für ihn und der macht Agnihotra hier, europaweit. Ja. Und diese haben wir jetzt, sind wir am Ernten, weil wir haben einen Teil richtig Kamut und einen Teil für unseren Bedarf, damit wir das ein bisschen sozusagen kaschieren, was da drin ist, dieses Saatgut, was wirklich unbezahlbar ist. Und bei der Ernte werden wir das auch nochmal sehen, damit wir auch daraus später auch mehr wirtschaften. Und es gibt jetzt viele Leute, die interessiert sind, bei uns auch diese Kamutart zu pflanzen. Da suche ich dann nach Flächen, die über 100 Hektar gehen. Und sowas ist ja möglich bei uns. Die Wüste ist ja groß einfach. Ja. Und mit meinen Methoden vom Regen und so, es ist ja gelungen, dass man das wirklich pflanzen kann. Ja. Wird bei dem Anbau von Khorasan Wert darauf gelegt, dass das möglichst natürlich und biologisch ist? Also wird das, was wir an einem wertvollen Getreide hier von der Basis her haben, dann auch durch die Art und Weise des Anbaus Rechnung getragen, dass nachher das Produkt, das was dann nachher kommt und wächst, ebenfalls ein gesundes Produkt bleibt? Bei uns ist das Beste, was es überhaupt weltweit gibt, weil in unserer Gegend gibt es nichts Genmanipuliertes und ich will das nicht. Deshalb haben wir in diesem Schutz da, in dieser Zelle, haben wir Versuche gemacht. Wir haben damals angefangen mit dieser für Schwarzbrot, ich glaube Dinkel war das, für Josef, der da eine Bäckerei machen wollte bei uns damals. Und das sehen wir, ernten wir und sehen wir immer noch. Jetzt haben wir wirklich genug. Ja? Wir sind stolz darauf. Und wir achten immer darauf, dass wir wirklich alles Naturprodukte, kein Gramm, wirklich kein Gramm an irgendwelcher Dünger oder sowas wird da reingemacht. Ja, das ist unser Label und das ist unsere Garantie und dafür bürgen wir. Und die Regierung hat es offensichtlich jetzt, wenn du sagst, sie stellt
die Erntemaschinen, Dreschmaschinen zur Verfügung, begriffen, dass das etwas Positives, etwas Sinnvolles ist. Ja, sicher. Die haben jahrelang importiert und jetzt sind sie von irgendwie dabei, Exportland zu werden. Ich weiß es nicht, wie diese zustande kam. Ich habe gehört, letztens Monsanto versuchte da irgendwie Fuß zu fassen, indem er sein Getreide auch an irgendwelchen Leuten da verschenkt. Aber ich glaube, die Leute sind da hellwach, weil es passiert viel in Algerien, seitdem ich diese Anlage gebaut habe. Da war Terrorismus ohne Ende, die Leute waren ängstlich, da war Armut, da waren, was weiß ich, Kräfte im Spiel. Ich denke, es ist alles bekannt aus Amerika. Wir wissen, wo dieser Terrorismus entstanden ist, wer ihn kreiert, wer ihn irgendwo hinbringt und so. Damals, die Leute waren unter Schock und die haben einfach versucht, von heute auf morgen zu existieren einfach, ja. Und die waren wie gelähmt durch diese Angst. Und seit 2005, wo diese Anlage da ist, habe ich eine Veränderung in der Bevölkerung gesehen. Trotz Terrorismus, die haben angefangen, einfach die Stirn zu bieten und keine Angst. Ich dachte, aha, was ist hier los? Wir selber, meine Frau, ihre Schwester, wir waren zum Beispiel am Arbeiten vor Ort und wir müssen immer 18 Uhr und wir hatten einen Zufluchtsort, El Hawita in der Nähe, wo wir Familie hatten. Aber am Anfang haben wir uns nicht getraut, länger zu bleiben und irgendwann mal bis 20 und dann bis 22 Uhr in der Nacht. Und wir hatten diese Angst nicht. Und ich dachte, bin ich jetzt mutig geworden oder was ist passiert und so. Es war schon komisch. Und irgendwann mal habe ich begriffen, es kommt von dieser Anlage, die ich da gebaut habe. Zuerst habe ich das Wolkenstabilisatorin genannt, aber diese Technik, weil alles ist magnetisch sozusagen. Tesla sagt, das Fenster zum Universum ist das Magnet. Die Franzosen sagen, Magnet ist l'aimant, das heißt der Liebende, aimé. Das kommt von l'aimant einfach. Wenn jemand mit Magnete zu tun hat, arbeitet mit Magnete und dazu benutzt er nicht seinen Verstand, sondern seine Seele. Auf Französisch sagt man l'âme, das ist die Seele. Und dann die agiert sozusagen. L'âme agit, das ist ein Magier, ja, weil er agiert durch die Seele und das ist alles ein Magnet. Dann habe ich später die Arbeiten von Hans-Peter Seiler, empfehle ich jedem, der sich mit diesen Torus und diese Kräften und diese Strudel und diese Schauberger und er hat eine neue Mathematik der Atome, wie man zum Beispiel Torusse als Kerne miteinander, da kann man jedes Element und so. Das heißt, diese Bohr-Modelle, was wir bis jetzt gelernt haben mit Elektronen, Wasserstoff zum Beispiel hat 1 und ein Proton, Sauerstoff hat, glaube ich, 9 und er kann die richtig so darstellen, dass da, und er sagt, wenn diese Strudel, was passiert in der Mitte einfach, diese Transformation, wo das kommt, wo diese Blumen des Lebens ist, Dodekaeder zum Beispiel, diese Entstehung in meiner Bassin, das ist Liebe, das ist Magnet. Und diese Liebe transformiert alles. Wilhelm Reich gehe ich einen Schritt weiter. Er hat gesagt, es gibt zwei Kräfte, die aus einem Impuls rauskommen. Das erste, wenn es hochkommt, spalten sich in Angst. Das Gegenteil von Angst ist nicht Hass, wie viele denken. Das ist Liebe. Wenn ich liebe, ich öffne mich, ich habe keine Angst, ich kann die Welt erobern. Ich bin blind, ich kann alles verschenken, Geld spielt keine Rolle. Wenn ich Angst habe, ich schrumpfe. Das hat er dann beobachtet bei der Zelle, bei der Bione und so. Und wenn ich schrumpfe, dann bin ich eine Krebszelle einfach. Ja? Und dann habe ich dann plötzlich, ist mir intuitiv geworden, diese Anlage hat irgendwas mit diesen Kräften zu tun. Und die Leute, die da in der Nähe kommen oder die Vögel oder wie bei jetzt haben wir eine Anlage in Österreich gebaut. Da steht zum Beispiel hier ein Artikel, die Sphärenakupunkturanlage ist fertiggestellt. Die Betreiber hier kann ich einfach lesen. Die Betreiber über die ersten Eindrücke, als wir die Anlage zum Testen das erste Mal in Betrieb nahmen, waren zwei Phänomene zu beobachten. Zum ersten waren plötzlich Hunderte von Vögeln da, zu unserem Erstaunen, weil sonst sehr wenige Vögel unser Grundstück besuchen.
Es war ein beeindruckendes Erlebnis. Ich glaube, dass Sie durch Ihre Sensibilität die Veränderung als Erste gespürt haben. Ja. Also das, was du, und das ist ja etwas, was weit über den Umstand oder über die Möglichkeit hinausgeht, jetzt da, wo Regen gebraucht wird, Regen zu machen, dass das Gesamtklima, die Gesamtatmosphäre eines bestimmten Bereiches verändert oder eines Landes verändert wird. Das, was die jetzt hier im Kleinen festgestellt haben, dass plötzlich die Tierwelt sich verändert, weil da vorher auf dem Grundstück nie Vögel waren oder ganz selten, jetzt plötzlich das wie angezogen, ist etwas, was du in Algerien festgestellt hast. Wir haben ja diese Versuche, sogenannte arabische Frühlinge überall zu inszenieren, also sprich letztendlich irgendwo einen inszenierten Terror zu machen, der zu einer politischen Veränderung der jeweiligen Länder führt, um dann die Herrschaft, diejenigen, die da als Drahtzieher im Hintergrund agieren, dann zu perpetuieren oder neu zu installieren, wie auch immer. Das ist in Algerien an sich vorbeigegangen. Das ist vorbei, ja. Das ist wirklich vorbei. Ja. Ich kann mich erinnern, die haben das richtig forciert. Die haben das da gezüchtet einfach. Die haben Dörfer gemetzelt einfach. Was da passiert war, wenn man zum Beispiel die Bücher von Yasmina Khadra liest, das ist ein ehemaliger Offizier, der das erlebt hat und so, und er schreibt es zum Beispiel die Trilogie nennt er das, wo man richtig diese Massaker einfach erleben kann. Also meine Mutter ist halb gelähmt. Die hat den algerischen Krieg gemacht, 7 Jahre. Die war tapfer, die hat 15 Kinder zur Welt gebracht, war nichts. Aber durch diesen Terrorismus, weil die in der Nähe immer geschossen hatten, die hatte solche Wut, dass die halb gelähmt war. Wir haben 2 Jahre gebraucht, um sie wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Ne? Und meine Mutter, die eine Schamanin ist, sie hat wirklich keine Angst vor Tod oder sowas, dass sie so weit ist. Ne? Das heißt, die sind zu weit gegangen, einfach diese Leute. Man konnte nicht zum Beispiel von A nach B gehen, mit Sicherheit, dass man zurückkommt, lebendig, egal welche Distanz oder so. Ja? Und plötzlich, 2005, 2006, es ging zurück. Und in Algier, man hat versucht, die Berber gegen die Araber, man hat versucht, die Muslims gegen die Regierung, man hat versucht, die Tuaregs da unten gegen alles zu mischen einfach. Und die Leute haben versucht, so einen Platz in Algier, Place du 1er Mai, sollte als erster wie Place Tahrir werden. Ne? Die Leute haben sich da gesammelt, aber die Leute liefen vorbei, da waren vielleicht 1000 Leute, wenn es hochkommt, und die anderen sagen, die spinnen, was machen die da? Die zum Beispiel so weit waren, es wurden immer mehr, und das hat ein Jahr gedauert. Immer Versuche am Wochenende, immer Versuche, aber es ist nicht dazu gekommen, dass Snipers installiert werden und dann irgendwie die Sache zu dramatisieren, wie auf dem Maidan und sowas. Und als die Leute gesehen haben, hier irgendwie klappt Hab nicht, die Leute kann man nicht beeinflussen. Weil Hab, was tut Hab? Hab greift auf die Schumann-Frequenz sozusagen. Die Schumann-Frequenz sind wir. Wenn ich das verändere, kann ich auch meine Gehirnwellen sozusagen ändern. Und aus Ängste, aus Frust, man kann heutzutage, das ist kein Geheimnis, eine Aggression kopieren von jemandem auf jemanden, der friedlich ist. Einfach. Er fängt an, um sich rumzutoben und zu machen. Es braucht nur einen Impuls. Aber durch diese Anlage, habe ich später festgestellt, ist nichts passiert. Dann hat man das alles nach Tunesien. Tunesien braucht nur einen Junge, der unzufrieden ist, sich anzuzünden, und ganz Tunesien war angezündet. Dann kam es dann in Ägypten, dann gab es dann bei Gaddafi. Und die Leute sind dann langsam wach. In Syrien zum Beispiel, da hat man gesagt, ohne uns. Aber normalerweise, es wäre dann, aber der Anfang sollte wirklich in Algerien gemacht werden. Ja. Und es hat nicht stattgefunden. Ja. Und heutzutage in Algerien, die Leute sind so friedlich, die gehen raus und so. Und also der Zusammenhang zwischen auf der einen Seite bestimmten, ich sag mal, manipulativen Eingriffen, du hast Chemtrails angesprochen, du hast Hab angesprochen, auf das Bewusstsein der Menschen. Diese Dinge passieren alle nicht zufällig, sondern sie haben damit etwas zu tun,
dass diejenigen, die das Zeug installieren, auch ganz konkrete Absichten haben. Ja, ja. Entweder der Verdummung oder der Lethargie, wie das eher hier der Fall ist, dass die Leute trotz aller Probleme, trotz aller Schwierigkeiten so weiter vor sich hin drahnen, oder eben in Richtung Aggression. Und jetzt schafft die Anlage nicht nur Regen, sondern die Anlage schafft, wie du das sagst, Harmonie. Harmonie, weil Ja. das ist ein Torus. Wir müssen erst einmal begreifen, dass wir in Chaos sind. Wir haben 7 Chakren. Und diese 7 Chakren sind nicht vertikal bei uns. Die Tiere haben das, die Bäume haben das. Die Tiere haben die Vertikalität, aber die sind befangen in einer Welt unter dem Denken sozusagen. Das heißt, alles geschieht natürlich. Der Mensch steckt im Denken. Indem er erwacht, wird er erleuchtet, das Denken hört auf und er ist in einem anderen Zustand. Und das versucht man zu verhindern, dass wir erwachen, dass wir hochgehen. Da hat man unsere DNA manipuliert, hat man alles, weil jemand, der nicht weiß, dass er ein Sklave ist, ist der beste Sklave sozusagen. Ja, klar. Und Das hat deshalb, Goethe schon gesagt. das ist wirklich so. Und wenn man sieht, diese neue Weltordnung geschieht auf verschiedenen Ebenen. Die Zeichen sind da. Wir haben es zu tun mit Leuten, ich werde sagen, die selber können nichts dafür. Die sind unter einer anderen Macht. Wenn man die Bibel betrachtet zum Beispiel, da sind die Zeichen viel drin, was wir heute erleben einfach. Ja? Ob der Vatikan, was für eine Rolle der spielt, als Hure da bezeichnet, oder die Zahl 666, oder der Drache, oder was weiß das Tier, das aus dem Meer kommt, oder das ist alles da. Aber die Menschen müssen nicht wach werden, sozusagen. Und das tut Harp einfach. Der drückt und dann Fluor zum Beispiel, was wir in die Zahnpaste nehmen, soll dazu dienen, dass wir dieses Zentrum, wo wir unser DMD sozusagen produzieren, beim Tod geschieht das. Und bei ein Neugeborenes hat er das. Das ist der erleuchtende Zustand in uns. Das verkalkt durch Fluor und das nehmen wir tagtäglich und dafür in die Zahnpasta. Das heißt, wir werden regelrecht vergiftet, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, durch diese Anlage werde ich vertikal, das heißt, meine Torusse, die Chakren sind Torusse, die drehen sich dann gleichzeitig richtig und dann geschieht das Merkwürdige, dann steigt die Kundalini, wie die Veden und so sagen, kommt nach oben und dann kommt wieder runter durch Ida und Pingala, also Sonne und Mond, diese Kanäle und wieder unten und in Harmonie. Dann sind wir erleuchtet. Deshalb habe ich auch die Übung dazu gegeben, einfach mehrmals, wie man das macht, weil es geht darum, uns ins Zentrum zu bringen und diese Energie irgendwie so richtig so zu kanalisieren. Dann das Erste, was wir spüren, wir wirklich verbannen die Angst weg. Wir sind Liebe, wir sind in Kontakt mit Liebe. Angst macht uns sozusagen eine Mauer. Und wenn ich Angst habe, dann ist alles verloren. Ja? Ist komplett blockiert. Ist man blockiert, ja. Das, was du mit der Anlage machst, ist etwas, was welchen Bereich, das ist ja nicht Materie, was du da ansprichst, das sind Schwingungen, was ist das, was da aktiviert wird? Wen kannst du da quasi in Stellung bringen? Diese Anlage muss man sich so vorstellen, wenn ich einen Stein in eine Wasseroberfläche reinschmeiße, es entstehen Kreise, die werden immer stärker und sowas. Und wenn man Global Scaling kennt von Hartmut Müller, das sind Energiepunkte, die sich schneiden und bei diesen Schneidungen, Inferenzen sind Energiepunkte. Und es gilt, diese Anlagen bei diesen Punkten so bewusst zu installieren. Ich habe gerechnet damals ungefähr 20 für Deutschland. Deutschland haben wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Anlagen. Eine funktioniert noch nicht ganz. Und wenn die zum Beispiel miteinander interagieren, dann mache ich eine Anlage oder 2, je nachdem, wo man ist, im Gebirge oder sowas, verstärkt mit der Technik, die ich in Algerien habe. Die in der Nähe sind, reicht dieser Torus einfach. Ich nenne das die Waschmaschine, weil die erzeugt Tiefdruckgebiete. Tiefdruckgebiete, das ist das Schlimmste, was Projekte, Bluebeam und so passieren kann, weil
Die haben ja damals durch den Montauk. Ich rede ungern über dieses Thema, weil viele Leute letztens haben gesagt, ja, du machst uns das Geschäft kaputt mit Chembastan und sowas. Chembastan ist hart, ist eine Dings da drin, so was richtig so chaotisch. Und diese Anlage ist wie PNP einfach, ist geordnet sozusagen, fließt nicht in Schichten. Da wissen wir ganz genau, wie Wilhelm Reich und wie das ist natürlich, ja. Und diese Chembuster, die lösen die Chemtrails im Himmel, aber die erzeugen Hochdruckgebiete. Die Leute wissen das nicht, das heißt, die dienen der anderen Sache, ja. Dann kommt jemand, der erzählt, wie viel haben wir jetzt, um unsere Harp zu verstärken, ne? Sogenannte schwarze Hubschrauber einfach, und die denken, ach, jetzt werde ich getarnt oder so. Nee, man muss wirklich bewusst sein. Ich sage das so, weil in Südafrika damals, bei Namibia, hat Demio versucht, da nochmal zu arbeiten, weil er 83 da gearbeitet und da war ein Ritchie, der das überall bei den Bauern verteilt hatte, diese Chembastar. Der Demio kam aus dem Staunen nicht. Er hat gesagt, wir konnten nicht mal Wolken hier erzeugen und sowas. Der Himmel war so frei, ja. Und dann hat er die Korrelation, ist nicht von mir, hat die Korrelation zu dieser Chembuster. Und warum ist das Tiefdruckgebiet quasi so das, was diese ganzen Anlagen gar nicht mögen und gar nicht abkönnen, also Harp gar nicht abkönnen? Ja, weil Tiefdruckgebiet sind natürliche Wolken. Ja. Guck mal, jetzt seit ungefähr 10 Tagen habe ich die bei Rammstein, einfach Kaiserslautern. Ja. Du hast letztens gesehen, ein blauer Himmel, richtige schöne Wolken, wie seit nicht. Bernd Senf zum Beispiel, der beobachtet das und wir telefonieren. Und er sagt, ich weiß, du hast gerade wieder was gemacht und so, wo ist das? Und dann reden wir einfach ja, darüber. Ja? Und man merkt einfach, diese zum Beispiel Hotelanlage, wo wir das gemacht haben, die hatten jahrelang, wurde mir berichtet, Probleme, weil Leute kamen dahin und irgendwas war dann, was nicht stimmt, Smog oder irgendein Fluch oder vielleicht irgendwas mit Blechgusssteine oder weil sowas liegt auch irgendwo und man merkt das nicht. Oder irgendein Krieg da und jetzt, die erleben ein Wunder. Die sind ausgebucht, zum Beispiel für den ganzen Sommer, was noch nie vorher war. Und die Leute kommen gern und die Kinder auch. Ja. Ich sage es nicht, die Tiere sagen es, die Leute berichten darüber. Damals, als ich anfing, habe ich das noch festgestellt. Warum ist das mit Algerien passiert? Und die Leute, die zu mir kommen bei Desert Green, die sagen, was hast du für eine Energie hier? Was ist hier los? Wir fühlen uns so... Irgendwie, die kommen nicht vom Staunen. Ja. Ja. Und dann habe ich letztens durch Andreas eine Anregung. Pass auf, lass uns eine Sekunde noch bei Kaiserslautern bleiben. Ja. Da hast du einen kleinen Film mitgebracht, wo dann auch erzählt wird, wie sich die Dinge verändert haben. Ja, der Horst, der das betreibt, also, der ist Architekt. Und der hat in seiner Anlage sozusagen Kunstobjekte weltweit. Ja. Aber jedes Kunstobjekt, was er hat, hat eine Funktion. Entweder filtert er Wasser oder macht Licht oder irgendwelche Spiegelungen. Dann wollte er mal eine Anlage haben, auch als Kunstobjekt da mit einer Funktion, um sozusagen Wetterheilung, Harmonisierung sozusagen. Ja. Und darüber redet er. Ja, und ich habe ihn da auch ein bisschen vielleicht auch gemacht gehabt, dass er was über Algerien sagt, nicht nur über die Wüste, sondern über die Beruhigung. Ich darf ja erinnern, dass Algerien mal vor 20 Jahren das Terrorland Nummer 1 war in Nordafrika und die Amis wollten das initiieren, um dann weitere arabische Frühling zu inszenieren und das hat nicht geklappt. Und dann mussten wir nach Libyen und Tunesien und so weiter gehen, um das zu machen, weil er sagt, man kann es kaum glauben, dass so eine Anlage Friedlichkeit erzeugt. Und ich darf erinnern an den Vortrag vor 2 Monaten, da hat er noch gesagt, ich bin in Ukraine aktiv und es wird sich beruhigen. Da war gerade Hochkonjunktur kriegerischer Art und er hat was installiert und das war fast kaum glaubhaft. Es ist passiert. Plötzlich kam der Minsker Frieden, die Frau Merkel ist plötzlich mit dem Herrn Hollande aktiv geworden
Und vor ein paar Tagen war der Herr Kerry da und hat einen Kniefall gemacht, hat den Poroschenko zurückgepfiffen. Und die machen plötzlich auch Friedlichkeit. Und das ist doch super. Und wenn das funktioniert und hier auch, und er hat mir heute Morgen im Auto gesagt, ihr werdet sehen, bald werden die Kasernen geschlossen, die Amis ziehen ab. Naja. Das wäre doch der Segen. Fängt schon, Ja, da ist ja auch der nächste Stuttgart Demo. und naja. Wir haben also in den letzten 2 Monaten Gas gegeben, haben uns etwas finanziell auch übernommen, aber ich hoffe, der Verein wird dann beiseite springen. Wir sind finanziell noch nicht über die Runden, aber es war mir damals so aktiv wichtig, dass hier was passieren muss. Es sind dauernd ein Streifen nach dem anderen am Himmel passiert. Es ist erstaunlich ruhig. Dauernd im Tiefflug die Düsenjäger drüber weg, dauernd eine Galaxie nach der anderen. Und die hier gewohnt haben, haben es gesehen und gemerkt. Und wir hoffen jetzt, dass wir da Frieden erzeugen können. Und dann könnten ihm eigentlich den Friedensnobelpreis für das alles einbringen. Das sage ich mal. So, und ich will einfach mal, ich habe das richtige Wort getroffen. Und wenn wir das schaffen, dann ist das eine super Sache. Und deswegen vielleicht ist eine Anlage, eine Lerche macht noch keinen Sommer. Wir müssen auch sehen, dass wir vielleicht für den Verein noch ein paar andere Anlagen initiieren. Er hat mal gesagt, so 20 Anlagen in Deutschland, und es gibt in Deutschland keinen Krieg mehr. Ganz Europa ist friedlich. Und 10, ja. er hat inzwischen 2 andere noch in Norddeutschland. Wir sind am Überlegen, wo wir noch was machen können, dass diese Anlagen dann unter Umständen, wenn sie dann so durchgreifen, wirklich hier ein Land der Glückseligkeit werden. Und das ist also super und ich freue mich. Es war so eine tolle Begegnung mit ihm. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Und jetzt rücken wir vielleicht auch mal gemeinsame Fragen. Er ist, glaube ich, schon gelöchert worden. Ich musste medizinisch leider noch mal zwischendrin weg. Aber dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen noch Klarheit sehen, was ist das, was wirkt da und wie geht das vonstatten. Er hat ja schon viel erzählt darüber. Aber wenn ihr Fragen habt, können wir das nochmal machen. Ja. Du hast vorhin gesagt, es wird sich kasernenmäßig was bewegen. Es wäre ja ein Segen für dieses Land, wenn wir hier so einiges an amerikanischen Kasernen und insbesondere, was da noch so alles gelagert wird, wenn das mal die Heimreise anträte. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass die Veränderungen so stark sind, dass das in diese Richtung geht? Es wird friedlich geschehen. Es kommt einfach auf uns zu. Man merkt deshalb, viele Leute werden das nicht wahrnehmen. Es gibt viele Leute, ich sage, guck mal im Himmel, da sind Streifen, sagt, nee, das sind Kondensstreifen. Hast du sowas gesehen damals? Die Leute, die sind so überflutet, die glauben den Medien einfach, wenn die da eine Moderatorin oder so, was weiß ich, die nehmen das wirklich eins für eins wahr, alles, ja. Zurück zur Ukraine, da hatten wir jemanden in der Ukraine, wir haben gesagt, kannst du nicht einen Teil der Technik nehmen, weil es war so krass, was da ablief, wir konnten das nicht mehr sehen. Und Andreas Pfeiffer aus Paraguay hatte jemanden, der glaube ich war bei denen in der Sendung, dann haben wir beauftragt einfach einen Teil der Technik dahin und ich habe eine Fernbehandlung. Kannst du dich erinnern? Ich kann mit diesen Resonatoren, die ich habe, so aus der Ferne auch agieren. Das ist alles im subatomaren Bereich gemacht, ja, feinstofflich. Und sie waren da, wir haben das installiert, eine Woche später meldet sich Holland und Merkel und kam es zu Minsk II. Wir kamen aus dem Staunen nicht. Dann habe ich nochmal eine Verstärkung gemacht, weil die wollten davon weg und alles. Dann habe ich gehört, ich war gerade in Paraguay, der Kerry war da und hatte den Poroschenko zurückgepfiffen. Da passiert was im Moment, ja. Also wenn es ein Zufall ist, weiß ich nicht. Ja. Weil es Also ist die können sie ja, echt brauchen, ja. Denn das, was da im Augenblick passiert, ist so katastrophal, dass da jede Hilfe nur wünschenswert und sinnvoll wäre, Ja, gar keine Frage. Du hast den Andreas angesprochen, Paraguay. Er hat auch ein kurzes Statement abgegeben und du hast da einen kleinen Film mitgebracht. Habe ich, ja. Da geht's um das Thema seine Anlage. Die ist ja bei ihm
in einer Gegend, in der unglaublicher Raubbau, wir haben das ja gemeinsam Zusammen, beobachtet, ja. betrieben wurde, wo also der Regenwald, der dieses ganze Land prachtvoll auch vom Klima ausgestattet hat, bis zu, glaube ich, 96% platt gemacht wurde. Platt, ja, richtig. Und, keine Bäume mehr. Ja. und er baut das wieder auf, ein großartiges Projekt. Und dazu sagt er auch ein bisschen was. Ja, der sagt was und der sagt auch zu der politischen Lage in Paraguay. Ja. Als ich da anfing, da war doch ein Putsch oder was weiß ich, habe ich nicht verstanden. Und irgendwas politisch war sehr krass. Aber danach wurde dann eine Studie gemacht und Paraguay wurde an erster Stelle als friedlichste Land der Welt so irgendwie da kommentiert. Aber dazu sagt er selber im Film was. Hallo, ich bin Andreas Pfeiffer von der The Parent Tree Farm aus Paraguay und wollte mal kurz berichten, was die Machit-Anlage die letzten 14 Monate so bewirkt hat. Wir hatten ja bis Februar 2014 sehr viele Dürren in Paraguay. Es hat oft monatelang, teilweise ein halbes Jahr nicht geregnet. Und seitdem wir die Anlage also hier installiert haben, ist wirklich Phänomenales passiert. Wir haben also seitdem regelmäßig viel Regen. Wir hatten noch vor 2 Jahren eine politisch sehr unruhige Situation in Paraguay. Der Präsident wurde geputscht, es gab viele Tote, Ausschreitungen und auch da hat sich die Lage sehr entspannt. Also die Sphärenharmonieanlage hat sowohl das Wetter als auch die gesellschaftliche Situation in Paraguay sehr harmonisiert. Und wir hatten einmal im Oktober letzten Jahres eine Phase, wo über Paraguay sehr viel gehabt wurde, also künstliche Einsatz von Mikrowellen in der Atmosphäre. Und Machit konnte das Problem dann innerhalb von 2 Tagen lösen. Wir haben die Anlage verstärkt und seitdem haben wir hier regelmäßig super Wetter, strahlend blauer Himmel in Abwechslung mit herrlichen Wolken und ausreichend Niederschlägen. Und wir waren so begeistert, dass wir im Juni 2014 auch die erste deutsche Sphärenharmonieanlage in Deutschland gebaut haben, in der Nähe von Wiesbaden. Und dort konnten wir also beobachten, wie sich direkt am ersten Tag der gesamte Dreck, die gesamten dunklen, schmutzigen, schlierigen Wolken aufgelöst haben. Es kam auch dort blauer Himmel zum Vorschein. Es waren wunderschöne Cumuluswolken und die Motivation, warum wir das gemacht haben, war eigentlich, dass der Konflikt um die Ukraine und die Kriegshetze in den Medien immer schlimmer wurden. Und wir wollten einfach nicht, dass es zu einem Krieg kommt in Deutschland. Und deswegen haben wir diese Harmonieanlage damals gesponsert. Mittlerweile sind noch 3 dazugekommen. Und wir hoffen, dass Machits Vision in Erfüllung geht und dass weltweit 200 solcher Sphärenharmonieanlagen gebaut werden können, damit wir dauerhaften Frieden auf diesem wunderschönen Planet erreichen können. Vielen Dank, Machit, und ja, ich hoffe, du kommst mal bald wieder nach Paraguay. Du bist auch gewesen in der Mongolei und hast auch dort gearbeitet. Ist das da auch, hat das da auch einen politischen Hintergrund gehabt oder ging es dort in der Tat um Klima, um Regen, um Wolkenakupunktur, wie du das so schön nennst? Oder gab es auch diese politische Dimension? Also wir sind von hier geflogen, es war ein Zufall mit dem Präsidenten selber. Da waren 2 Kampfjets, die uns begleitet haben, richtig bis Polen. Und als wir da ankamen, 2, 3 Tage hörte ich im Fernsehen, da haben sie versucht, ihn zu putschen oder was weiß ich. Aber ich spreche ja kein Mongolisch und das alles zu verstehen war ein bisschen schwierig für mich. Ich habe die Arbeit gemacht, wir hatten einen Minister, Umweltminister, der uns sein Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Galsan Chinang ist ja sehr, sehr bekannt da. Und damals wollte er 1 Million Bäume da pflanzen. Und der Hintergrund, warum ich da war, das heißt, die Regenzeit hat sich verschoben von April auf Juli. Und Juli, wenn das Gras hoch ist und sollte trocknen und als Viehfutter dienen für den Winter, damit die Nomaden durchkommen, war marode, war kaputt, nicht zu gebrauchen. Dann haben viele Nomaden sich das Leben genommen einfach und es drohte ein Chaos ohne Ende.
Ich habe gesagt, ich kann helfen. Er hat Unterstützung aus der Schweiz gekriegt, um den Viehbestand und alles und so. Das ist Material. Das heißt, das kann ich jetzt, aber später kommt es wieder. Dann war ich da. Ich war da mit Paul Jakubczyk, der das alles gemanagt hat damals und so. Der hat das in die Wege gebracht, weil er befreundet ist mit Galzan. Und wir haben analysiert, es war bei Semipalatinsk, konnten wir sehen, in Satellitbilder, habe ich auch, kann man sehen, wo die Wolken Semipalatinsk sich formieren davor und dann die gehen hoch, nicht mal durch. Weil da waren Versuche, Atomversuche, 500, glaube ich, ungefähr Atomversuche. Dann haben wir das gereinigt mit unserer Methode. Damals habe ich die andere Maschine, die ich im Koffer hatte, die ich ab und zu mal benutze, aber wo ich viel Achtung habe, weil das ist eine neue Technik, die ich noch nicht ganz beherrsche. Damals hat Tesla damit so die Eldridge, diesen Schiff irgendwie so verschwinden lassen. Ich habe kleinere und so, aber ich dachte, ich mache lieber, was ich kenne. Und wir haben das beseitigt. Es hat dann Ende April richtig geschneit. Dazu habe ich auch einen Film von Paul Jakubczyk, der das sehr schön gemacht hat und bespricht, wo man das sieht, die Etappen und zum Schluss, wo Wetterbericht sagte, Sonne und so, fanden wir Schnee auf dem Platz. Das kann man auch einblenden. Und seitdem habe ich von Galzan gehört, es regnet regelmäßig, richtig im April da. Und die sind zufrieden, die Nomaden. Also die Verschiebung ist wieder rückgängig. Es ist wieder rückgängig, Ist wieder ja. rückgängig Es wieder, weil ja. das Problem bei diesem Wetter, es ist wirklich nicht CO2. Wir erleben das. Es ist nicht CO2, das Natürlich sage ich nicht. damals und sowas. Das ist alles nur so eine Montage einfach, so damit Geld gemacht wird und so, wie sagt man, Ökozonen für Autos und das und jenes. Neue Steuern, mehr geht's das nicht. Problem ist die Sonne, da kann man viel machen und das Problem ist, wie sagt man, Radioaktivität, das dort erzeugt und das hat Wilhelm Reich damals richtig geforscht durch diesen Urano-Effekt und. Ja. Schauen wir uns auch mal deinen kleinen Bericht aus der Mongolei an. Die Himmelsakupunktur in der Mongolei begann am 1. April 2012. Vor Ort fanden wir eine hohe Dorbelastung Deadly Orgon in Form von Smog und Dorschlieren vor. Von der Galzan-Schinak-Stiftung wurden Majid Abdelaziz und ich, Paul Jakubczyk, beauftragt, mit dem Team diese Situation zu verändern. Zur Vorbereitung der Himmelsakupunktur wurden Agnihotra-Feuerzeremonien sowie ein täglicher schamanischer Sonnengruß zelebriert. Am 8.4. begannen wir mit der ersten Operation und es zeigte sich ein großer Orgonwirbel, der als primäre, sich selbst tragende Energiebewegung entstand. Als nächstes erschienen Cirruswolken, die sich wie feine Seidenfäden am Himmel zeigten und ihn mehr und mehr ausfüllten. Das Team beobachtete anschließend die Entstehung von Wolkenverdichtungen, die ihr Potenzial mehr und mehr ausdehnten und zu Wolkenbändern wurden. Diese Wolkenbänder schlossen sich nach und nach zu einer Wolkendecke zusammen und die ersten Regenwolken tauchten auf. In der Nacht war dann eine geschlossene, tief hängende Wolkendecke vorhanden und für den nächsten Tag hatte der Wetterbericht einen blauen, klaren Himmel und 8 Grad plus vorhergesagt. Wir fanden aber eine geschlossene Schneedecke und 5 Grad minus vor. Die Himmelsakupunktur wurde in den nächsten Tagen fortgesetzt und Galzan Schinak freute sich über den blauen Himmel, den er so seit seiner Jugend nicht mehr gesehen hatte. Du hast Reich, wir haben Schauberger angesprochen. Die Dinge haben sich weiterentwickelt. Die Anlagen, die du jetzt baust, basieren unverändert auf dem Wissen dieser großartigen Wissenschaftler. Tesla ist als, ich sag mal, Inputgeber auf Neudeutsch hinzugekommen. Was war der zusätzliche Aspekt,
Wie funktioniert diese Anlage von dir heute im Unterschied zu denen, mit denen du mal begonnen hast? Ja, die Blumen des Lebens, die Ja. habe ich eingebaut sozusagen. Und später gehe ich noch eine Stufe höher, indem ich den Sockel als Dodekaeder einfach forme, um die Energie zu verstärken. Und die in Kaiserslautern, das ist schon also jetzt eine nach den ganz modernen oder nach den neuesten Erkenntnissen. Nach der neuesten, Ja, ja. ja. Nach der neuesten, und die wird jetzt ergänzt, weil wir bemerkt haben, nachdem er mir erzählt hat, wie viel Flieger und was die da alles transportieren, und von da werden dann die Drohnen. Ich will zum Beispiel diese Leute, die diese Drohnen da sozusagen beschäftigen, die können ja nichts dafür. Die haben Familien, die verdienen ihr Geld, die kommen dahin, die denken, das ist ein Spiel. Die wissen nicht, dass es Realität ist, dass sie Leute richtig umbringen einfach, ja. Und dann kommt er nach Hause, dann nimmt er sein Baby im Arm, spielt mit seinen Kindern, geht schwimmen, frühstückt und geht wieder dahin. Aber der ist irgendwie im Gehirn amputiert. Der denkt nicht weiter, er ist materialistisch. Und durch diese Anlage fängt er an, schlechtes Gewissen zu haben, wenn er da ist. Er fängt an, sich zu beobachten. Es geschieht da, was Gurdjieff gesagt hat, wir wachsen und wir kommen aus diesen Automaten nur, indem wir uns beobachten. Das ist, wie die Quantenphysik das auch sagt, Doppelspaltexperiment. Wenn ich nicht beobachte, das ist Energie, was an der Wand dahin irgendwie projiziert wird. Aber sobald ich diesen Prozess beobachte, wo die Photonen, wo die Elektronen reingehen, dann gibt es zwei Spalten. Das heißt, es geschieht was einfach. Ja? Ja. Ja. Aber kann man sagen, es ist ein schlechtes Gewissen oder es ist das Gewissen, was überhaupt jetzt plötzlich aktiviert wird, weil ich ja vorher mental auch irgendwie zombieisiert war. Also ich werde entzombiisiert. Plötzlich habe ich so ein Gewissen, und jeder normale empfindende Mensch, der da anfängt drüber nachzudenken, was er mit solchen Anlagen, mit solchen Aktivitäten, mit solchen Drohnenattacken und Mordgeschichten passiert und macht, kommt ja ins Nachdenken. Also ich bin ja vorher irgendwie vernebelt, und wenn der Nebel weg ist, dann wird einem klar, was man da tut, und spätestens dann wird schwierig, die Dinge unverändert noch weiterzumachen. Ich nenne das entmaterialisiert. Ja. Mechanisch Zustand wird sozusagen runtergefahren, und wenn es runtergefahren wird, hat man keine, wie sagt man, Freude mehr an diese Dinge. Man hat ein schönes Auto, man hat ein Fernsehen, man sieht, dahinter steckt nichts. Das sind nur Ersatzbefriedigungen einfach, Geld auch nichts. Dann fängt man an, ich habe alles in mir, und bis jetzt war ich geblendet, war ich abhängig gemacht, und dann habe ich von Programm zu Programm gezappt, habe ich verlernt, ein schönes Buch zu lesen, meine Kreativität, mich dazu verlieren, habe ich verlernt. Kind und das Kind in mir habe ich den Kontakt abgebrochen. Ich bin nicht mehr so ein Mensch, ich bin sozusagen eine Art Docil, wie sagt man, Hund, so eine Art Tier, der kommt auf Befehl. Zombie, ja. Ja, und das ist dieses Jahr, also wenn man Z von Brad Pitt gesehen hat, war vor einem Jahr. Da habe ich damals schon gesagt, jetzt läuft ein Zombie-Programm, und die haben angefangen, sozusagen Kalk zu sprühen, so feine Kalk, was dann dieser Zombie-Zustand in uns, dass wir richtig so hörig und irgendwas, ich gehe jetzt ins Internet, ich gehe nur meinen Gelüste, wie ein mechanisierter Mensch. Porno, sofort, ja. Aber etwas, was mir zu denken oder eine Aufgabe oder so, das ist schwer. Und diese ganze Welt von Kind an ist uns erbracht worden oder aufgebaut auf schwer. Wir sind Leute, die durch unsere Augen 10.000 Mal schwierige Aufgaben lösen können als einfache reduzierte, weil die reduzierten in Zahlen, die sind sehr schwer für uns. Deshalb denken wir, Computer sind Wundergenies. Nein, ein Computer kann zum Beispiel eine Person treffen, die vor 3 Jahren so aussah, und heute, der braucht ein Jahr,
Berechnungsleistung, um zu sagen, vielleicht. Aber ich mit meinem Gehirn, 40 Jahre habe ich jemanden nicht gesehen, plötzlich die Augen, ich sage, du bist das. Ja? Ich erkenne ihn sofort. Wir haben andere Fähigkeiten, aber unsere Fähigkeiten müssen wir wir brauchen diese Angst wiederum nicht von der großen Mengen an Big Data, wie die jetzt versuchen. Diese Mengen, je größer, wie sagt man, wenn ich jetzt mich hier erinnern will an was wir hier sagen und so, ich muss eine Geschichte daraus machen, die groß ist, dann weiß ich, wie viele Gläser hier waren, wer hier saß, was du in der Hand hattest, was du gesagt hast, aber in einer Geschichte. Aber wenn ich mich konzentriere an einzelnen Sachen, ich weiß nicht mal, ob ich mit dir oder mit jemandem anderen hier saß, ja, das ist die Fähigkeit von unserem Gehirn. Guck mal zu deinem Kugelschreiber, ich zeige dir kurz hier, durch die Augen, wenn du das siehst, was ich jetzt mache, sagst du, es ist einfach. Und sobald du das machen willst, du gehst dann in Einzelnen, dann machst du das nicht. Die Aufgabe ist hier, diese Hand und diese Hand zusammen hier, diese Flächen bleiben zusammen. Und ich muss das nach oben tun, ohne jetzt auseinander zu gehen. Ich mache es, es ist einfach, es ist oben. Aber wenn ich sage, mach es, dann wirst du sehen, du hast es gesehen. Sofort hast du gesagt, es ist einfach, aber dann kommst du durcheinander. Ja. Warum? Weil du gehst ins Detail. Weil du kommst aus dieser sozusagen schöpferische, wie sagt man, was du kannst, das Göttliche, du kommst ins Duale. Und du fängst an zu berechnen, ganz einfach. Und dann geht es schief. Ja, es geht schief. Es ist wirklich so. Damals hat man zum Beispiel Mathematik anders berechnet. Man nimmt zum Beispiel 12 mal, sagen wir, 13 ist gleich. Das ist schwierig. 12, ich sage, das ist eine Linie, 2 Linien, so hat man damals gemacht. Hier eine Linie, also hier, voilà. Hier 1, nochmal und hier 3. Man zählt einfach hier ein 1, man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, man hat hier ein 6 und hier hat man wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 und die Lösung ist 156, ganz einfach. Geometrisch, wir arbeiten so, aber man hat uns dann amputiert, alles schwerer gemacht. Ja. Deshalb, als Wilhelm Reich kam, weil seine Organkiste keinen Schalter hat, kein Strom, kein Transformator, ist nichts. Ja? Ist nichts. Und so haben wir das gelernt. Ja. Wir gucken uns jetzt mal, weil du gesagt hast, Kaiserslautern ist das modernste, einfach mal an, wie da die Konstruktion ist, dass man mal eine Vorstellung bekommt von dem, was da im Augenblick, ich sag mal, Stand der heutigen Forschung ist. Du forschst immer weiter, die Dinge gehen weiter. Insofern, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, sieht das schon wieder ganz anders aus. Bonjour, Monsieur, ça va? Bonjour, Monsieur. Ja, was sagst du heute dazu? Was machst du gerade da? Ich mache ein Interview. Oh, ja. wusste gar nicht. Ich dachte, das wäre nur eine kleine Kamera. Nee, das ist ein Interview. Lieber Maciek, ja. Toll, ich bin ganz gespannt, wie deine Anlage jetzt, nachdem wir lange dran rumgebaut haben, in die Wirkung geht. Ja, sieht schon gut aus. Also ich sehe keine Chemtrails hier. Ja. Das ist ein toller. Sonst war der Himmel immer voll. Voll, ja. Ich sehe hier. Die haben Respekt vor deiner Anlage. Das kann sein, ja. Nicht Ja. Aber das ist toll, ja. Also gefällt mir für einen Anfang. So, habe ich deine Dokumentation gemacht? Ja, sehe ich gerade. Über die Bauphasen? Ja, sehr schön. Das ist der Pole, ja? Bitte? Das ist der Pole da, ja? Ja. Ah, sehr schön. So hat es angefangen. Dann haben wir zweite Phase hier. Dritter Ring, vierter Ring. Und das ist Josef hier. Ja. Und dann haben wir dann hier Endstadium einfach. Ja, bis auf und so sieht es aus. Heute hast du das Wasser einfach reingelassen. Ja. Und wir sehen schon kleine Drehung. Ja. Aber es wird noch stärker nachher, wenn das Wasser ein bisschen höher ist. Und da sind wir schon.
tolle Himmel. Wir mussten es noch reduzieren, weil am Anfang nur der erste lief und die anderen schon gar nicht mehr, weil alles daraus lief. Jetzt habe ich die 3 gedrosselt, damit gleichmäßig alle 4 auslaufen. Ja, sehr schön. Majid, die Überschrift ist inzwischen nicht mehr Regen machen oder die Regenzeit dahin schieben, wo sie wohin kommt, sondern eben das Thema Harmonie, das Thema eine Lösung für die Probleme, die wir im Augenblick an vielen Ecken der Welt haben, zu finden. Also im Prinzip müsste das, was du machst, auf dem gesamten Planeten verteilt sein und diejenigen, die immer noch an irgendwelchen Farbenrevolutionen, an irgendwelchen Konstruktionsmodellen wie IS oder ISIS oder Al-Qaida drehen und schrauben, um die Welt in Chaos zu stürzen und letztendlich Unheil ohne Ende anzurichten, hätten dann weniger oder gar keine Chancen mehr? Die haben keine Chance mehr, weil wenn man das Milieu ändert, das Säuremilieu zum Beispiel ist dafür verantwortlich für Krankheiten, für Krebs und sowas. Ich würde die Anlagen basische Anlagen nennen einfach. Die ändern die Atmosphäre basisch. Und diese Anlagen nicht allein, da gibt es Agnihotra dazu, da gibt es die Übung einfach, die ich da mache, die kann ich auch vormachen, wenn Interesse hier ist, wie man diese Übung macht, um richtig sich auch vertikal zu bringen. Und wenn man das 2-mal am Tag macht, irgendwann mal kommt die Erleuchtung von allein, ohne zu denken. Weil wir sind erleuchtet. Das, was uns verhindert, ist das Denken einfach. Ja? Und das Denken, solange er da ist, er gaukelt uns vor, das bist du nicht, das ist schwierig, das ist so. Ja? Und die Vernebelung, die stattfindet. Und die Vernebelung, ja. Durch die Dinge, die du angesprochen hast, Radioaktivität, Chemtrails, HAARP und alles, so weiter, ja. die gemeinsam dazu beitragen, dass wir das einerseits hinnehmen, erdulden oder eben selber zu Instrumenten dann genau der Kreise, die, hier nennt man sie Terrorismus und da ist es dann letztendlich der Ableger und dann selber zu Instrumenten einer solchen Entwicklung werden. Probleme schaffen in der Bevölkerung. Diese zum Beispiel Flüchtlingswelle. Ich habe damals schon vor 10 Jahren gesagt, durch meine Vision, diese Welle, also grüne Welle, 12 Kilometer bis 25 Kilometer mitten in der Sahara, von Marokko bis zu den Emiraten mit meiner Methode. Diese Flüchtlinge werden vor Ort eine Arbeit finden einfach. Die werden geschult und so, die gehen zurück. Wer verdient heute? Die kommen heute, damals waren es 100, heute sind es Zehntausende, die werden Hunderttausende. Aber das ist irgendwie gewollt einfach. Irgendwas passiert hier, damit irgendein Chaos hier entsteht, ja. Wir erleben Zeiten, Ellbogengesellschaft, Zins, Zinseszins, alles ist wirklich in die falsche Richtung, ja. Es ist völlig richtig, in dem Moment, wo ich eine solche Entwicklung habe, dass ich in den Ländern die Heilung bringe, dann gibt es keine Flüchtlingsnotwendigkeit. Wenn der Westen in diese Länder nicht die Chaos, Zerstörung und Tod und Verderben hineinbringt, wie nach Libyen, wie in Irak, wie in Afghanistan, wie in Kosovo, also wo du hinguckst, wo der Westen interveniert hat, entsteht ein Blutbad nach dem anderen. Ukraine ist jetzt das beste oder das letzte, das jüngste Beispiel. Dann wird natürlich sich auch eine gigantische Flüchtlingswelle in Bewegung setzen, indem wo ich die Harmonie in den Ländern habe, bleiben die Menschen in ihrer Heimat. Das ist doch völlig normal und wäre natürlich die sehr viel bessere Lösung. Letzter Punkt, es gibt ein Filmprojekt. Du wirst also und dein Thema zu einem großen Filmstar. Das ist großartig und fantastisch. Was hat der Regisseur, das ist ja ein wirklich ambitioniertes Großprojekt, Desert Rain, was hat er vor und wie lange wird das dauern, bis wir den Film sehen können? Wir sind jetzt am Anfang, wir treffen uns öfters. Der kommt jetzt, versucht mein erstes Projekt in Iran
von Anfang an beizuwohnen, im Juli, dass er dann die Zustände so findet. Dann hat er die Gruppe Mula Mula, die Tuareg-Gruppe Mula Mula in der Schweiz, dazu gewinnen können, dass wir so ein Projekt wie bei mir in der Wüste von Anfang an beiwohnt. Und der benutzt beste, feinste, sagt man, Kinotechnik. Der hat Filme wie Shana zum Beispiel gemacht. Der ist jetzt, läuft in den Kinos hier in Deutschland. Er hat andere Filme über Asylproblematik in der Schweiz und so. Der ist sehr bekannt. Und dieser Film, er soll mich begleiten, um zu sehen, was ich mache, wie es funktioniert. Und das wird ein Kinofilm dann werden. Ja, 2 Jahre dauert es. Also 2017 kann man den dann in den Kinos dann sehen. Alles klar. Ja. Ich wünsche dir bis dahin und jetzt natürlich auch für die anstehenden Projekte, wir haben nur einen ganzen Ausschnitt ansprechen können, Peru, Kanada. Du bist wirklich global unterwegs und baust an ganz verschiedenen Ecken der Welt, auch unter verschiedenen, wie wir gerade erlebt haben und am Beispiel der Mongolei, mit ganz verschiedenen Aufgaben dort, solche Anlagen zur Harmonisierung des Klimas, aber eben auch der Atmosphäre. Und der Mensch. Und der Menschen, ganz genau. Und da ist immer, auch das sollte man an dem Punkt sagen, Unterstützung willkommen. Du brauchst Hilfe, du brauchst vor allem natürlich finanzielle Hilfe, um diese Dinge umzusetzen. Und wer sich das ansieht, auch auf deiner Seite, was da inzwischen schon geschaffen wurde und was unterstützenswert ist und die Möglichkeit hat zu unterstützen, der ist herzlich willkommen. Und insofern wünsche ich dir und uns allen, denn darum geht es, viel Erfolg bei dem, was du seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich tust und auch noch, egal ob du belächelst wirst oder jemand drüber schmunzelt oder wie auch immer, unbeirrbar weiter tust. Und das ist großartig. Herzliches Dankeschön, lieber Majid. Danke. Liebe Zuschauer, www.desert-screening.com ist die Internetseite, auf der es zahlreiche Informationen, Filmclips über die unterschiedlichsten Aktivitäten, weltweiten Aktivitäten von Majid Abdelaziz gibt und natürlich die Möglichkeit, auch mit ihm direkt in Kontakt zu treten. Wie gesagt, all diese Arbeiten sind auch nur möglich, wenn sie finanziell unterstützt werden und wenn ihr die Möglichkeit habt und das Interesse habt oder auch einfach persönlich sagt, so eine Anlage, die muss nach Sachsen, die muss nach Bayern oder die muss in die Steiermark, wo auch immer hin, dann meldet euch und redet mit ihm direkt in Kontakt und ihr werdet dann erleben, welche Auswirkungen das hat, wenn die plötzlich bei euch im Garten, im Hof, auf dem Grundstück steht oder sie eben weltweit aufgebaut werden kann und ihr so etwas unterstützen wollt. In diesem Sinne, wie immer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.